go! Damit herzlich willkommen zu What Remains of Edith Finch. Ich weiß nicht genau, ob man so ausspricht, aber ja, ich bin richtig gehypt. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Das war eben schon unser Startscreen, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Und wir sind hier auf einem kleinen Schiff. Oh, guck mal, da ist ein Segelschiffchen unterwegs. Wenn der Sound nicht passt oder so, sagt ihr mir natürlich wie immer Bescheid. Es ist anscheinend niemand anderes hier. Und das sieht so ein bisschen aus wie unser Tagebuch, ne? A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Beginnen wir am besten von Anfang an mit dem Haus. Und wir sind jetzt beim Haus. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Okay, wir sind also von da über den Zaun geklettert. Illegal, wir sind illegal hier unterwegs. Fabienne, Hallöchen, wie geht's dir? My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Oh, ihr Bruder ist verschwunden. Als sie 4 war. Na gut, dann kann sie sich ja gar nicht mehr wirklich an ihn wahrscheinlich erinnern, ne? Oder, naja, schon noch ein bisschen, aber ich meine mit 4 Jahren. Ja, das Haus sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, das stimmt wohl. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Okay, also sie lebte hier, bis sie 11 war, aber ja, viele Räume durften nicht betreten werden. Dann ist das natürlich nicht so schlimm. Das meinte ich damit nicht, ja? Guck mal, das ist ja ein geiler Briefkasten. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Das ist wie mein Briefkasten. Da sind auch immer Briefe drin, wo dringend draufsteht und ich vergesse sie zu öffnen. Da ist auch noch die Zeitung, die Tageszeitung. Ach, guck mal, das ist das Haus. Ach, jetzt verstehe ich das. Das ist das Haus hier. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Warte, Louis war doch der Bruder, der gestorben ist, ne? Ja, ich gehe mal davon aus. Okay, wir dürfen das nicht betreten eigentlich, aber wir gehören ja sozusagen zur Familie, ne? In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Okay, also wir haben einen Schlüssel. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Tja, scheint so, jetzt sind wir wieder hier. Aber es scheint ja so, als wäre das unsere Erinnerung, ne? Wir haben ja eben in diesem Buch gelesen und das scheint ja, dass wir jetzt diese Erinnerung, gerade die wir in dem Buch haben, sozusagen wiedererleben. Aber schön hier, ne? Schöne Gegend. Und das ist alles das Grundstück schon. Also dann hatten die ja richtig viel Geld. Ach, es waren doch 2 verschiedene Brüder. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoofprints. Ja, hier war wohl niemand mehr. Sehr lange Zeit. Hallo. Die Natur erobert sich langsam das Grundstück wieder. Hey, ich wollte dich nicht erschrecken. Ellie Maus, Hallöchen, wie geht's dir? Mensch, aber richtig schön hier. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Und jetzt sind wir doch hier. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Okay, also das Haus will uns oder gibt uns anscheinend Informationen oder Antworten auf Fragen bezüglich unserer Familie. Wir haben ja das Haus anscheinend dann von unserer Mutter geerbt
und sind jetzt hier, obwohl wir dachten, dass wir nie wieder zurückkommen. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Das ist ein wildes Haus. Das ist wirklich wild. Wir gehen aber nochmal in den Wald hier natürlich. Wir schauen uns alles an, was geht. The woods around the house have always been uncomfortably silent, Seid ihr as if they're about to say something but never do. Seid ihr gerne im Wald, wenn es ruhig ist, oder findet ihr das eher beängstigend? Weil ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich mag das sehr, so durch einen ruhigen Wald zu laufen, nur die Natur zu hören und so. Finde ich schon ganz, ganz toll. Maddie, Dankeschön für deine 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wenn es hell ist, liebe ich das, ja. Wenn es ruhig ist. Ja, okay, im Dunkeln ist schon gruselig, das stimmt. Okay, aber hier ist jetzt wieder der Aufgang nach oben, ne? Also von da sind wir eben gekommen. Okay, das heißt, hier ist nichts mehr. Das ist also einfach... Aber guckt euch mal an, wie groß dieses Grundstück ist, ne? Das ist ein richtiger Wald einfach drauf. Ich gehe eigentlich nie alleine durch den Wald. Also ich finde, tagsüber finde ich das überhaupt nicht schlimm. Nachts kann ich das schon sehr verstehen, auf jeden Fall. Und Larissa, Hallöchen. Jeden Tag mit dem Hund spazieren. Also die Luft ist im Wald halt einfach unfassbar schön, ne? So, jetzt gehen wir aber zum Haus. Warum steht hier noch ein Auto, wenn das Haus schon so lange verlassen ist? Okay, man erkennt aber gar nichts. Ihr wisst ja, wir schauen uns immer alles an. Das ist ein Drache, ne? Schaut mal. I asked Edie once about the dragon in the pond. Ja. She said it had killed her husband. Okay, ich I habe was das Gefühl... 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Also ich weiß, dass wenn wir hier im Menü schauen, dass wir hier... dass wir hier unseren Stammbaum sehen. Wie spricht man den Namen aus? Edith? Oder Edith? Also Milton und Louis sind unsere Brüder. Die sind also anscheinend beide tot. Okay, jetzt hat sie gerade irgendwas erzählt über einen, aber genau wer das war, weiß ich jetzt nicht mehr, als sie 6 war. Milton und Louis, ja. Edith. Vielleicht sagt sie ja ihren Namen nochmal. Also, ich muss versuchen, mir die Namen zu merken, aber wir müssen einfach immer wieder mal nachgucken. Okay, also dieser Drache liegt hier schon anscheinend, seitdem sie 6 war, ne? Der ist also nicht jetzt erst vor kurzem abgestürzt. Können wir da hin? Nein. Da liegt Zeitung, ne? Ah, guck mal, das ist auch das Missing von dem Bruder Louis, ne? Mady, wir haben gerade erst angefangen. Alles gut, gar kein Problem. Schöne Planet Zoo-Inspo, ja, definitiv, ne? Okay, warte mal. Das ist As a auch... child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil. Findet ihr das Haus so bedrückend, oder? Also ich finde es eher also gut, einladend würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das Haus wäre noch komplett intakt und wäre halt belebt, dann finde ich es eigentlich voll cool. Guck mal, hier überall missing. Oh Mann, der Arme. Ist auch cool, ja. Meine Mutter heißt so und im Deutsch spricht man es Edith aus. Edith. Und Edith und Edith. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Okay, wir sind 17. Ist das geil mit dem Text? Ist das geil? Ich finde es so cool, dass das so halt immer genau dann auch die Kamera da hinzieht, wo man hingucken muss und so. Ich finde es so nice. Okay, wir gehen noch nicht rein. Schauen uns natürlich das erstmal alles an hier.
Also ich glaube nicht, dass es ein Horrorspiel ist. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber eigentlich glaube ich nicht. Oh, hier ist irgendwo ein Glockenspiel. Ach, da. Okay, also wie gesagt, wir schauen uns natürlich alles an, aber hier ist nichts. Können wir da rein? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Okay. Wahrscheinlich hätten wir auch den anderen... Okay, ist kein Horrorspiel. Also, es ist kein Horrorspiel, ihr Lieben. Oh, die Musik. Oh. Ey, wie geil das hier ist. Guck mal, so eine kleine Werkstatt. Was ist denn da drunter wohl? Ach, ein Auto. Überall Kisten. 2010. Ja gut, die Frage ist natürlich, das ist wahrscheinlich, das wurde ja nicht umgeblättert, nachdem dieses Haus verlassen wurde. Also 2010 scheinen hier noch Leute drin gewohnt zu haben. Ach, wir können Licht anmachen. Obwohl, ob das jetzt geht? The power had been turned off the night we left. Ja, das wäre auch komisch, wenn das noch funktioniert. Guck mal, hier ein Planschbecken. Ach, wie toll. So. Okay, wir gehen mal ins Haus. Time in years. Es war das erste Mal, wahrscheinlich seit Jahren, oder? Das erste Mal in Jahren? I felt like I was home. Alter, das ist voll geil. Ich mag das Spiel jetzt erst recht. Es gibt eine Rollirampe. Ja, also es ist super, ne? But instead of a family, there were just memories of one. Ey, das ist so geil gemacht. Ich liebe das einfach jetzt schon. Schaut mal, das ist unsere Familie anscheinend. Das sind wir. Das ist unser Bruder Louis. Also leicht älter als wir. Das ist wahrscheinlich unsere Oma. Hier, unsere Oma. Eddie. Oder Edie. Und Odin ist wahrscheinlich dann unser Opa. Oh, die haben viele Kinder gehabt. Ne, warte mal. Warte mal, wenn das sind wir. Das sind unsere Eltern. Das sind unsere Eltern. Dann sind das unsere Urgroßeltern. Das ist unsere Urgroßoma, ne? Müsste unsere Urgroßoma sein. Und Dawn ist wahrscheinlich, das ist unsere Mutter, genau. Und Gus ist unser Vater. In loving memory, Louis Finch. 2010 ist er gestorben. Ach ja, genau. Und dann haben wir das Haus verlassen, ja. Oh Mann, der Arme, ey. 1988 ist er geboren. Oh, was war das? Aber schaut mal, das sieht einfach wirklich aus, als wäre dieses Haus wirklich verlassen worden in Eile, ne? Hier ist ja wirklich noch alles. Hier sind noch Bücher. Hier ist noch Geschirr. Ey, die Küche sieht aber geil aus, oder? Oh, was ist das? Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Molly war die Katze. Süß. Was gab's hier Leckeres? Ein Apple Pie. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Naja, aber dann scheint es immerhin lecker zu sein, ne? Wenn ihr euch was aussuchen könntet, was würdet ihr am liebsten in der Nähe haben, wenn ihr so nur ein einziges Restaurant hättet? Oh, das Haus macht aber Geräusche. Und deine Katze heißt auch Molly, wie süß. Eine Taschenlampe wäre toll, ne? Ich sehe nämlich wirklich fast gar nichts. Ich glaube, mein Bildschirm ist ein bisschen dunkler eingestellt. Oh, ich dachte gerade, was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Boah, krass. Das heißt, die sind alle in der Nacht
mehr oder weniger geflohen, ne? Also, weil wenn die in der Nacht weg sind... Guck mal, das ist der Tisch, den wir auf dem Bild hatten. Und das war die Uroma hier. Die hat hier ihren Rollstuhl. Ich verstehe. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Ja, Uroma, genau. Und die sollte in ein Pflegeheim. Aber das wollte keiner, nur die Mutter. Ich verstehe. Guck mal, die haben sogar ihr Handy hier gelassen. Also das ist definitiv eine Flucht. Richtig guter Italiener, leckeres Sushi, Pizza. Ey, das sieht so geil aus hier. Oh mein Gott. Ich würde gerne Field of View ein bisschen, also die Sichtweite ein bisschen größer machen, dass man noch mehr sieht, aber ansonsten, das sieht so geil aus. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Also die lebten definitiv nicht im Minimalismus, ne, aber... Oh mein Gott, allein dieses Haus ist mit so viel Liebe detailliert. Barbara steht da drauf, oder? Barbara, ja. Okay, wir drehen. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ach, der Großvater hat das Haus gebaut. Barbara Finch. Hier. Das ist also... Ja. Eine... Warte. Das sind unsere Großeltern. Was ist denn das dann? Eine Stiefgroßtante. Ach, keine Ahnung. Das ist anscheinend unsere Familie. Das sind wir wahrscheinlich. Das sind unsere Brüder und unsere Mutter. Oh, guck mal, das ist was für Zöller hier. Soll ich das Spiel ein bisschen heller stellen oder ist okay? Oder findet ihr es okay? Also Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, also im Keller können wir nicht. Okay, dann lassen wir es so, weil das ist ja auch eigentlich so gewollt. Okay, also in den Keller können wir nicht. Wir haben ja diesen einen Schlüssel und wissen nicht, wo der hinpasst. Aber schaut mal, es stehen halt schon überall Kisten. Also die Familie wollte schon Even the irgendwo hin. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Oh mein Gott, das Haus sieht ja auch... Oh, guckt mal. Und das ist dann versunken. Ah, vielleicht ist der Meeresspiegel angestiegen, ne? Das könnte sein. Okay, wir gehen mal nach oben. Das ist vielleicht unsere Mutter, ne? Wir haben ja dunkle Haare. Das könnte vielleicht unsere Mutter sein, ne? Guck mal, hier wurde der Weihnachtsbaum... Hier wurde der Weihnachtsbaum geschnitten. Ey, diese Bilder alleine voll geil. Oh, guck mal, in Paris. Ich kann nicht... Wir waren in... Oder unsere Mutter oder irgendjemand war in Paris. Das ist vielleicht eine von den Fähren, mit denen wir gerade gekommen sind, ne? Das könnten unsere Großeltern sein. Mensch, toll. Ey, das ist mit so viel Liebe gemacht. Das ist richtig schön. Und ein Orca. Okay, wir gehen mal weiter. Musikalisch waren wir auch. Hier ist der Haupteingang. Schaut mal, und hier sind halt schon Sachen eingepackt auch. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Okay, schaut mal, das heißt, in der letzten Nacht, es war also schon so, dass man sich vielleicht gedacht hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie fliehen oder so. Und man hat halt versucht, noch Sachen einzupacken, aber man konnte dann anscheinend nicht alles mitnehmen, ne? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Warte. Nein, also Milton war doch der gestorben ist. Ich bin jetzt verwirrt. Wer ist denn jetzt tot? Milton oder? Naja, wir werden es ja noch erfahren.
Also Milton war doch der hier verloren gegangen ist zumindest. Nicht Louis. Im November. Okay. Ich habe immer so Angst, bei solchen Spielen irgendwas zu übersehen. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Ich stelle mir gerade vor, wie die Oma hier langläuft und überall Löcher bohrt. Ach, die hier wahrscheinlich, ne? Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Die haben hier alle gewohnt, ne? Müssen wir mal ein Hallöchen. Der Vibe ist richtig cool, ne? Ich bin auch sehr gespannt. Okay, also da können wir nicht rein, oder? Nein. Hier ist noch was in der Steckdose. Oh, es geht noch weiter hoch. My Friend Bigfoot. Oh, guck mal. Barbara Finch. Hier, der Kinderstar. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Immer diese Stars, ne? Ach, das ist eine Säge da oben. Schaut mal. Nice. Guck, da gehen wir gleich rein. Das sieht ja mega cool aus. Das sind alles unterschiedliche Bilder. Ey, wie toll ist das? Okay, wer ist denn? Molly. Warte, wer war Molly? Hab's vergessen. Ich muss das ganz oft nachgucken. Es tut mir wirklich leid. Okay, das ist also auch eine von den Schwestern und Brüdern von unseren Großeltern. Von unserer Großmutter. Da kann ich nicht reingucken. Doch. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Okay, die ist sehr früh gestorben. Das war also ihr Zimmer. Aber als ob die dann seitdem nichts mehr in diesem Zimmer... Ach, da unten steht ja auch, wann die gestorben. Die hat nur 10 Jahre gelebt. Oh, Molly. Molly das Mäuschen wahrscheinlich. Ach, die... Ihr habt recht, das war die... Ihr habt recht, das war die Katze, ne? Ihr habt recht, Entschuldigung. Ja, ihr habt recht. Molly... Oder sie haben die Katze... Aber warte, nein, das stimmt nicht, weil... sie kannte ja die Katze noch. Das heißt, vielleicht haben sie die Katze einfach nach dieser Molly hier benannt. Das gibt doch mehr Sinn, oder? Okay, das Bild ist ein bisschen gruselig. Also die waren sehr belesen, wenn ich das mal so sagen darf. Eddie und Steven. Wer ist Eddie? Ach, unsere Großmutter, Entschuldigung. Ah, Steven ist vielleicht ihr neuer Mann gewesen. Schaut mal. Hier, er ist ja sehr früh gestorben, unser Urgroßvater. Ah, oder die haben sich getrennt, weil warum steht ihr Ingeborg nochmal? Ja, die ist schon komisch, dass die alle so früh sterben, ne? Guck mal, aber... The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. 2010, das ist genau, als wir weg sind. Wer ist das? Das ist der Bruder unseres Vaters. Auch früh As a gestorben. kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Hä? Hat der in einem Badezimmer gewohnt? Na gut, vielleicht haben die sein Zimmer in ein Badezimmer umfunktioniert, ne? Alle sind früh gestorben, ja echt. Huch, falscher Knopf, Entschuldigung. Calvin, wer ist Calvin? Okay. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Ich möchte da gerne... Ich drücke mal den falschen Knopf. Liegt da Teppich im Badezimmer? Ja, in der Tat. Okay, also es hat wirklich jeder in diesem Haus hier gewohnt, ne? Ist wirklich so eine ganze Familienbude hier.
Okay, jetzt geht's weiter nach oben. Mom must have locked the third floor stairs on the night we Ja, left. dann wird das doch jetzt der Schlüssel dafür sein, oder nicht? Nee, ist es nicht. Okay. Das ist nicht der Schlüssel. Dann muss der Schlüssel ja irgendwo anders für gelten, ne? Hier haben wir noch nicht reingeschaut. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Naja, okay, wahrscheinlich wurden die nicht lebendig, also nicht lebendig sowieso nicht, wahrscheinlich wurde nicht der Körper darin beerdigt, sondern, oder begraben, sondern wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die aufgeschrieben haben oder so. Guck mal, das ist hier richtig mit so Zeug zugemacht. Okay, da ist es aber auch nicht. Vielleicht hier? Nein. Okay, jetzt müssen wir rausfinden. Hier waren wir schon, ne? Jetzt müssen wir rausfinden, wo wir unseren Schlüssel anwenden können. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. So, von da sind wir gekommen. Habe ich irgendwas übersehen? Aber hier können wir ja auch keinen Schlüssel benutzen. Vielleicht können wir hier irgendwie raus. Oder wir müssen einmal ums Haus drumherum, ne? In den Keller konnten wir ja nicht rein. Das hat nicht funktioniert. Sophie, Hallöchen. Okay, wollen wir nochmal draußen schauen, ums Haus rumgehen? Okay, ich kann übrigens nicht sprinten. Komm, wir schauen nochmal draußen. Vielleicht ist da ja noch irgendwie eine Kammer oder so, wo wir was finden können. Dachboden. Dachboden konnten wir ja nicht hin. Okay, wir können tatsächlich nicht mehr raus. Okay, das heißt, es muss hier drin irgendwo sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt in dem Spiel genau passiert, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht auch durch verschiedene Zeiten reisen, also dass wir eventuell sogar nochmal auch jünger sind oder so. Fände ich zumindest cool. Okay, es muss ja hier oben sein, oder? Auto? Stimmt, es könnte auch das Auto sein, ne? Wir schauen jetzt nochmal einmal hier oben. Ach, hier waren wir ja noch nicht drin. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Walter White. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Guck mal, es wurden halt tatsächlich alle Räume einfach immer richtig abgeschlossen und versiegelt und so, ne? Boah, das wäre ja mein Raum, voll geil. So schön. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Unser Schlüssel passt hier hinein. Oh. Achso. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Das ist mal ein geiler Geheimgang. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Okay, also die Mutter hat uns Schlüssel gegeben, der Bruder wusste davon. Wir wussten davon nicht. Hier sind Zeichnungen von einem... Was ist das? Das Haus. Ich würde jetzt mal sagen, ohne irgendwelche Vorurteile, aber es könnte ein Mädchen sein. Es könnte natürlich auch ein Junge sein, aber... Ja, okay, es könnte beides sein. Aber ich würde sagen, es ist zumindest ein kleines Kind und kein Erwachsener, der da abgebildet Reading ist. this, maybe it sounds like I had a plan. Okay, also wir lesen ja gerade sozusagen die Geschichte. Ach, wir lesen die Geschichte, die sie hier... Ich verstehe, das heißt... Vielleicht waren wir das gar nicht auf dem But I had Bild. no idea what was behind that door. Okay. Ah,
Ah, das ist das Zimmer von der... Just like I had no idea where all this was gonna lead. Das ist das Zimmer von dem Star. I grew up Nee, von looking at Molly. Molly's room through the peephole. Okay. Molly war die nur 10 Jahre alt wurde. Boah, was für eine geile Aussicht. Schaut mal, hier ist, die hat einfach auf ihrem Tisch einen Plan von dem Haus. Damit sie weiß, wo sie hin muss. Skorpion hat die gesammelt. Und sie I got mochte the die... sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Warte mal. Edie... Ja, okay, das ist ja auch die Mutter. Das heißt, die Mutter von Molly... Ah, das war Molly unten auf den Bildern, glaube ich. Schaut mal, das ist Molly. Die war unten auf den Bildern überall. Sie mochte Pink und sie mochte Tiere und sie mochte den Ozean sehr, würde ich sagen. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ja, ich verlaufe mich ja jetzt schon in dem Haus hier, ne? Oh, schaut mal, sie hat ein kleines... Ja, aber wieso steht denn da noch ein... Also irgendwie verstehe Molly's ich... gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Oh Mann, wie süß. Die hat ein kleines Schlafzimmer. Süß. Larissa, hallöchen. Okay, da können wir nicht lang. Dann schauen wir uns doch mal das Buch an hier. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Oh mein Gott, ich liebe das Spiel. Jetzt sind wir Molly. Oh mein Gott. Oh. Guck mal, da ist überhaupt kein Wasser. Da ist überhaupt kein Wasser. Guck mal, und es ist alles so geblieben. Ich sehe fast gar nichts. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Lass mal die Möhre von unserer kleinen Maus essen. Okay, wir gehen mal. Was ist hier? My Halloween candy was all gone. Oh nein. Alles weggeschlickert. Nein, wir haben nicht das Tier gegessen. I ate a lot of things that night. Alles Mögliche gegessen. Oh, ist das nicht giftig? I kept eating and eating. Warum habe ich gerade Zahnpasta gegessen? Then I heard chirping outside my window. Aber ich wollte doch da noch raus. Nur kurz gucken. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Na gut. Hallo Vögelchen. It was a barn swallow going back to her nest. Hallo. I reached out for her. Wieso sind wir eingesperrt? And suddenly, I was a cat.
Hä? What the? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Oh, es ist Weihnachten. Schaut mal. Naja gut, es ist ein kleines Kind. Vielleicht stellt sich das vor. Wo ist denn der Bird hin? Da. Hallo. Oh, was? Mom and Dad didn't even look at me. Ich glaube, dass sie sich das vorstellt, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich eine Katze ist. Ach, guck mal, hier wurde gerade die Garage gebaut. Ja, jetzt wissen wir, warum das Kind wie die Katze heißt. Das ist wohl wahr. Hallo, I Vögelchen. jumped and I almost got her. Wie soll ich denn da hochkommen? I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Oh mein Gott, das ist so geil. Ich bin einfach eine Eule. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Der arme Hase. A mama rabbit. Nein, nicht Mama Rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Okay. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Oh nein, es blutet. Oh, ist schwierig, ey. Hä? I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Wir sind eine Schlange.
Was soll ich machen? Ich weiß nicht, ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Ich kann mich nicht weiter wegbewegen als so. Ja. Ach so. Jetzt verstehe ich. Now I was a monster and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. Alter, ich hab mich gerade so erschrocken. I wanted to stop, but also I didn't. Ich würde gerne wissen, was hier los ist. Ich will einfach nur wissen, was wir gerade hier tun. Captain, was ist los? After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Das ist ein Klo. I got closer and closer. Hey, wir sind wieder in unserem Zimmer. Ich wette, dass wir jetzt hier stehen. Okay. Also ich gehe davon aus, dass wir uns das nur eingebildet haben, oder? Meint ihr, wir essen jetzt unsere Eltern? Nein, das kann nicht sein. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. Okay, das hat sie geträumt, das habe ich mir schon. Das habe ich mir schon gedacht. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Aber warum ist sie denn jetzt gestorben? Huch. Entschuldigung. Warum ist sie jetzt gestorben? Also ich würde I can't sagen... describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ja, also sie hat sich das nur eingebildet, ne? Das war ja klar. Aber
Ich verstehe nicht, wie, also gut, vielleicht hat es ja nichts damit zu tun, dass sie gestorben ist, aber da ist auf jeden Fall eine Katze. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, da wäre eine Katze gewesen. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ja, okay. Also die Katze wurde nachträglich dann Molly genannt. Warum sie eingesperrt war? Ja, es ist irgendwie... Ich meine, vielleicht hatte sie... Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren. Okay, wir können jetzt hier wieder reingehen. I spent a lot of time in Vielleicht hat sie Great-Grandma was Edie's room. Ansteckendes. Ja, das könnte natürlich auch sein, ne? Oder sie wurde eingesperrt, um sich vor sich selbst zu schützen. Vielleicht hatte sie eine geistige Krankheit oder so. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt habe ich gerade nicht ganz zugehört. Was war das jetzt? Das müsste das Zimmer von unseren Eltern gewesen sein. Früher. Ne, von unseren Großeltern, Entschuldigung. Und dann ist es jetzt wahrscheinlich das Zimmer von Eddie gewesen, ne? Ja, hier, da ist auch diese Sauerstoffflasche und so. Her room was like a museum. Und das war ihr Mann. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Hä? Achso, ich dachte, da geht's noch weiter. Warte, da konnte ich doch bestimmt noch irgendwas drücken. Ach so. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Ah, das war seine alte Frau. Ich verstehe, ja. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Moment, das Haus, das ist ein Hausboot, ne? Das steht auf dem Wasser. Oder was? But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Oh no. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ah, das ist ihr Vater, ich verstehe. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Ach krass. Okay, warte, das heißt, das ist der Vater und das, okay, dann habe ich das eben falsch, weil hier der Stamm, ja okay, das habe ich falsch eben interpretiert, okay. Aber wer ist dann, ach, wer ist denn dann der Mann von Edie? Sven oder was? Warum ist der hier nicht an dem Baum dran? Ich bin verwirrt. Okay, aber das finden wir alles noch raus. Ach so. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ah, okay, wir haben wieder was herausgefunden. Mhm. Joining the Great Majority. Mhm, mhm. Ach, guck mal, das ist das ein Modell von dem Haus hier? Nee, doch, könnte sein, ne? Das ist ein Modell von dem Haus. Louis. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him.
Er ist auch gestorben, bevor wir Edie los knit me a sind. new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Süß. Hey, die Hallöchen. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Ein Maulwurfmann? I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Lake Trip. Ich würde den Lake Trip gerne angucken von uns. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Felnia, Dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Unsere Alerts sind gerade pausiert, aber vielen, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Nach dem Spiel sind die natürlich wieder When an. Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Warte, Sven war dann ihr Mann, korrekt? Ah, wahrscheinlich. Dragon kills Finch. Das stand sogar in der Zeitung. Vielleicht ist er da drauf gefallen auf ihn. Schön, dass ihr Eis verteilt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Okay, was ist das hier? Das sind irgendwelche Tiere, wo... Also Bilder von Tieren, wo Kerzen drin sind. Okay. So, wir haben hier noch die Ecke. Also Eis gibt es immer, wenn jemand Neues subbt hier, dann gibt es immer Eis. Dann wird immer Eis im Chat verteilt. Vielen, vielen Dank für das Eis, ihr Lieben. So. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Also ihre Mutter hatte anscheinend immer Angst und Edie war so ein bisschen so draufgängermäßig, oder? Ach, guck mal, das ist jetzt der Raum hier. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Oh, ich muss mir so viele Namen merken. Mir fällt das wirklich schwer, ne? Ich habe euch das ja schon oft erzählt. Das ist wirklich... Okay, hier hat sie wahrscheinlich dann sich auf den Stuhl gesetzt, um in der Dusche, haben sich halt selbst noch duschen zu können, ne? Oh, funktioniert unser Schlüssel? In der Tat. Und Andi, Dankeschön für deine 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dass es dir gut geht. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Oh, wow. Sven Das war von Sven, ne? Ja. gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ich sehe da keine Kamera. Ach, das ist das... Ach, hier hat er Fotos gemacht. Ach, das ist so ein kleines Fotolabor hier. Deswegen hängen hier auch überall Fotos. Warte, aber wer hat jetzt hier gewohnt? Okay, wir müssen wohl krabbeln. Hä? Ich dachte gerade, da wäre Gandalf. Wo sind wir jetzt? Okay, hier hat Calvin gewohnt. Ey, das sind so geile Zimmer. Können wir das bitte mal festhalten? Marinekorps oder was steht da?
United States Marine Corps, ne? Sam Finch? Ah. Okay. Ja, der war dann offensichtlich im Krieg, ne? Der Bruder. Command Center. Können wir aber leider nicht I knew hochgehen. Grandpa Sam had a twin. Können wir doch hoch. And that he never talked about him. Nee, Sam. Sven. Warte mal. Sven? Ich bin überfordert. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Aber Sam stand doch da gar nicht drin, oder bin ich jetzt lost? Doch, da ist Sam. Oh mein Gott. Krass. Krieg das mal in deinen Kopf rein. Guck mal, Walter hat darauf My unterschrieben. brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Mir wird irgendwie schwindelig dabei. Sam, Calvin, dinner's ready. Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Ach, wir sind das gerade. Calvin, I'm not gonna tell you Okay, wir sind again. gerade Calvin und wir Maybe wollen... if the wind hadn't picked up. Das geht doch Then nicht. maybe he'd still be here. But I doubt it. Oh mein Gott. Leute, das wird ganz I kritisch think jetzt. he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Nein. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Oh mein Gott. Calvin, was hast du getan? Oh mein Gott, guckt euch mal dieses... Hier sind Fußpedalen und... Calvin wollte einfach nur fliegen. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ach so. Ja, okay. Das, jetzt verstehe ich's. Das ist Calvins Seite und das ist Sams Seite. Ich verstehe. Und Sam ist dann später in den Krieg vermutlich gegangen. Und das sind wahrscheinlich die beiden. Ja, hier schaut mal. Ja, ich gehe sehr stark davon aus. Okay.
Das Haus ist zwar nicht modern, aber es hat ganz schön viele coole mechanische Eigenschaften. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ach, schaut mal, hier sind wir vorhin hoch. Oder wollten hoch. Nö, ich möchte hier noch weiter erst. Nur, dass wir da vielleicht eventuell später nochmal lang können. Ah, jetzt sind wir in Barbaras Growing up, Ruhm. I always thought of Barbara as a child star. Ist sie schwanger? Wer ist schwanger? Wir? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Achso, nein. Nein, ich will da nicht wieder rein. Ich war doch noch gar nicht fertig. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ich wollte es gerade sagen. Wenn man als kleines Kind so berühmt ist, ist das, glaube ich, wirklich extrem schwierig. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Das Oh, überrascht. Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Ah. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Ich verstehe. She reached for the music box. Hä? Achso. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. Oh oh. Also ich kann damit The gang's schlagen. leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Geh weg! The
old fridge rattled and grew still. Ey, der ist da jetzt nicht drin. Wieso sollten wir sich... Oh dear! Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Das ist so geil, dass wir hier alles verkloppen können. Können wir das auch verkloppen? Walter! Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. He was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Naja, durchs Fenster. Aber auch nicht. Ach so, hier rein. Ja klar, hier waren wir doch vorhin. That night, she played her part beautifully. Jetzt sind wir bei Molly, genau. Warum schreibt jemand so eine Geschichte? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Ja, verkloppt ihn doch jetzt. Oh. 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 Wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Nein, das Spiel, das ist jetzt gerade nur eine Sequenz. Das ganze Spiel ist nicht so. Nein. Es ist auch nicht die ganze Zeit so gruselig. The Hä? hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Okay, das war ganz strange. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life.
I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Hä? Ich check gar nichts. Wir werden noch aufgeklärt, ganz bestimmt. Ich bin auch verwirrt. Ich glaube, man soll verwirrt sein. Ich glaube, das ist normal. Naja, auf jeden Fall war das, was sie konnte, war schreien. Ist ja jetzt auch... Naja gut, da werden Leute heute auch noch für berühmt, ne? So. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja, weil das Ohr da drin war, ne? Verstehe ich. Guck mal, das ist, der das Haus gebaut hat. Edie's father Odin built the original house. Genau. Das weiß ich jetzt schon. So, da hoch kommen wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. Wenn ihr meinen Gesichtsausdruck sehen könnt. So, wer war hier? Calvin, genau, das Zimmer kennen wir ja jetzt. Das Zimmer kennen wir noch nicht, oder? Ach doch, da waren wir drin, genau. Da waren wir auch drin. Edie ist das. Genau. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Na gut, dann werden wir jetzt mal in den Keller gehen, ihr Lieben. Ja, genau. Sie war eine Queen, ja. So, dann wollen wir mal lange drehen, ne? Mal gucken, ob die Geschichte passte. Tatsache. Na, dann geht's mal ab in den Keller. Okay. Ist ja erstmal noch kein schlimmer Keller, ne? Mom said the basement was off limits. Unless I wanted another tetanus shot. Ja, okay, es ist halt... Aber guck mal, hier ist jetzt nochmal... Hier hat Sven wahrscheinlich die ganzen Sachen gebaut, ne? Wenn mich... Ah ne, Odin hat ja das Haus gebaut. Also ich glaube, der hat die... I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Okay, jetzt sehe ich wirklich gar nichts mehr, aber ich glaube, das soll so sein. I thought maybe she was hiding presents. Hier ist der Kühlschrank. It turned out she was hiding a lot more than that. War klar. Das war klar. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could.
Guck mal, die hat sich auf die Apokalypse vorbereitet. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Das ist wohl wahr. Hey, aber auch eine Modellbahn? Okay, wir werden wohl jetzt die Geschichte über Walter erfahren. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Der hat 30 Jahre da unten gelebt. Und deswegen hat Edie da das Essen hingebracht. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Aber warum? I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Wahrscheinlich nächster Tag. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. 1976 haben wir jetzt gerade. And then one day, everything just 2005. stopped. Da haben wir einfach schon gelebt und der war bei uns, der war im Keller. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Ich glaube, die haben Maybe I einfach alle just einen an der got Waffel. tired of being afraid. Ich glaube, die haben einfach alle einen an der Waffel in dieser Familie. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, ihr lebt hier 30 Jahre. Überall sind Bücher. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Das ganze Haus ist voller Bücher. Hier sind noch Sachen von der Modellbahn, glaube ich. I know it's out there somewhere. Und hier sind noch unsere Vorräte. Ich weiß, dass es da draußen irgendwo noch ist. Whatever killed Barbara. Okay, also irgendwas hat Barbara gekillt und er hat seitdem tierische Angst davor. And Molly. Ach so. And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Gänsehaut. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face.
Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ei. I'm sure my mom was trying to protect me. Oh Mann, der Arme. Schaut euch mal an, der hat sich hier ein Bild hingehangen, damit er wenigstens denkt, dass er noch nach draußen schauen kann. Oh Gott. Ich glaube, also wir haben noch nie so richtig erfahren, wie jemand gestorben ist. Man kann es sich immer nur denken. Also es sah jetzt so aus, als wäre er von einem Zug überfahren worden. Aber ich glaube, dass sich das alles noch auflösen wird irgendwie. Weil manche sind ja auch komplett ohne richtigen Grund gestorben. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch ergeben wird. Genau, anscheinend vom Zug überfahren, genau, aber wir wissen es halt nicht genau. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Sieht noch genauso But if aus. she never told me about an uncle under the house. Das ist schon creepy. Stellt euch mal vor, ihr habt zu Hause einen Raum, in den ihr nicht rein dürft und Jahre später erfahrt ihr, dass da einfach ein Familienmitglied von euch 30 Jahre gelebt hat. Also das I can ist ja... only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Hier war das der Abfallort, ne? Und hier hat er sich dann rausgebuddelt wahrscheinlich. Naja, da müssen wir da wohl rein. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe 2, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Hm. Oh mein Gott. Er war offensichtlich zugbegeistert und wurde von einem Zug überfahren. Scheiße, ey. Aber... I don't know if I should even be writing this. aus Angst machen echt Maybe verrückte it'd be Dinge. better Ja. if all this just died with me. Aber wir haben doch noch gar nicht das ganze Haus gesehen. But I thought you should know about your family. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Hälfte verpasst. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Also das Spiel will, dass wir uns lost fühlen. I think the people in these stories believed them, for what that's worth.
das auch von dem Drachen? Nee, also meinst du, dass sie schwanger ist? Ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass sie mit uns als Leser spricht, oder? Okay, hier ist nichts. Ich habe mich gewundert, warum wir da hingehen können, wenn da nichts ist. Aber schön hier, ne? Warte mal, konnten wir ins Wasser gehen? Nein, oder? Also ich kann da jetzt nichts erkennen. Ich will noch mal einmal testen, ob wir ins Wasser gehen können. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir es nicht können. Aber vielleicht können wir da vorne hin. Obwohl, das wäre irgendwie... Wir haben ja Anziehsachen an. Ich glaube nicht, dass wir ins Wasser können, ne? Ja, okay, da ist ein Bauch, aber es ist kein Babybauch, oder? Ne, wir können nicht ins Wasser. Okay. Gut, dann haben wir das auch getestet. Ich denke mal, wir gehen jetzt aber wieder... Also, weil schaut mal, wie weit es noch nach oben geht. Das will ich mir schon alles noch anschauen. Weiter geht's. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Ja, mittlerweile sehe ich das auch so. Alles ist möglich. Ich habe gerade ein Déjà-vu gehabt, wie ich den Stream schaue. Es liegt bestimmt im Spiel. Ach, guck mal, wir sind eben von der anderen Seite dann I think gekommen. we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Tja. Ey, diese Spielwelt ist so schön. Oh mein Gott, wir gehen zum Friedhof. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Three of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Das sind die ganzen Tiere, die gestorben sind. Ja, ich habe das auch für YouTube aufgenommen. Ihr könnt euch das noch so oft anschauen, wie ihr wollt. Das Tier heißt einfach Schatzi. Christopher, Shadow, Oliver, Bob, Derpy, Derpy Jr., Lucy, Daisy, Charlie, Tucker, Burpy, Chirpy, Furpy, Loopy, Surpy, Zoe, Coco. Die da hinten haben schon gar keine Namen mehr. Das ist in der Tat eine Menge. Und das ist der menschliche Friedhof. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Also von Molly haben wir es naja, was heißt rausgefunden, aber Calvin auch. Sven von dem Drachen. Edie wissen wir noch nicht genau, aber sie scheint einfach an Altersschwäche gestorben zu sein. Walter war der von dem Zug überfahren wurde und Barbara war der Star. Okay, dann haben wir ja doch die alle, ne? Die haben wir alle entdeckt. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea.
My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Also unsere Mutter wollte definitiv nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben. Ist das Haus wegen Edie voller Bücher? Könnte natürlich auch sein. Was ist das denn hier? She could see it poking out of the water at low tide. Ach, das ist das alte Haus. Linda, Hallöchen. Das ist das alte Haus da. Jetzt verstehe ich das. Und das sind wahrscheinlich Teile noch davon, ne? Ja, ich verstehe. Edie said she dreamed about the old house every night. Das ist ganz schön kaputt gegangen. Ey, diese Musik ist so geil. Edie's side was always easier for me to understand. Als den von der Mutter. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Hä? Ach, wir sind von hier gekommen. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt? Wieso sieht das beim anders aus? Sind wir jetzt auch schon durch, oder was? Okay, ich hab's verstanden. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Moment. Okay, das waren die Brüder von unserer Mutter. Über die haben wir aber noch gar nichts erfahren. Wie die einfach alle tot sind. Oh mein Gott, ey. Unsere She Brüder. lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Wer ist denn jetzt Sanja? Ach, da. Ach, vermutlich hier. Irgendwie verstehe ich diesen Stammbaum nicht. Na, was, vielleicht ist das unsere Mutter, ne? Ein Blatt. Ach, die Zugeheirateten, jetzt habe ich das verstanden. Die Leute, die geheiratet haben, sind die, also die dazu geheiratet sind, oder wie das heißt, das sind die Blätter. Also Sam ist ja auch eher ein männlicher Name und Sam ist ja nicht die Frau von Walter dann, sondern das sind alles Geschwister hier. Und das sind auch alles Geschwister und genauso wie wir eben alle Geschwister sind. Und das hier sind dann immer jeweils die, also ist wahrscheinlich das unsere Mutter und Dawn ist wahrscheinlich unser Vater. Würde ich jetzt mal so sagen. Ah, ich habe es die ganze Zeit nicht geschnallt. Und deswegen ist hier halt auch, sie ist halt die Frau von Odin und das ist halt wieder die Tochter und Sven ist der Mann von Edie und so. Jetzt habe ich es geschnallt. Ja, okay. Andersrum. Kann auch sein. Also meinst du, dass das unser Vater ist? Sanjay. Ja, gut, kann auch sein. Hast recht, wahrscheinlich. Dawn ist die... Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself.
Ich finde, eine der geilsten Sachen an dem Spiel ist einfach, wo diese Texte stehen. Das ist einfach so dynamisch. Das ist so cool gemacht. So toll. Weil sonst sind ja Untertitel oft einfach super nervig, weil die einfach kacke aussehen. Aber das passt einfach so gut. Man weiß genau, wo man hingucken muss. Es ist einfach, ich finde es richtig toll. Ich bin richtig begeistert. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, Dann I hätten wir es never nicht. would have come when I was 22 weeks pregnant. Ey, ihr seid solche Genies, ne? Ihr seid solche Genies. Ich meine, ich könnte das jetzt im Kopf ausrechnen. Aber ich habe in den letzten Tagen so viel gerechnet, ich habe keinen Bock mehr auf Kopfrechnen. Das heißt, wir sind ungefähr wir sind im Mitte vom 5. Monat. Oh mein Gott, stellt euch mal vor, wir sterben jetzt. Jetzt muss ich mich natürlich viel mehr konzentrieren hier. Ach, wir kommen jetzt so nach oben. Ich verstehe. Okay, wir haben nichts übersehen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Hä, aber woher wusstet ihr denn, dass I wir never met schwanger Grandpa sind? Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Hier hat also dann Sam gewohnt, oder was? Nee, Sam hat ja unten gewohnt. Obwohl doch, das war ja sein Kinderzimmer. They were both pretty intense. Warte, Sam war doch der auch im Krieg war, ne? Bauchgefühl gerochen. Ja, ihr seid einfach Profis, wirklich. Okay, das ist die Geschichte von Sam. Wir gucken uns aber Sam erst... spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Das fühle ich. Ja, also er war auf jeden Fall der die Fotos gemacht hat. Und das ist ja der Bruder von Calvin. Die haben sich ja früher ein Zimmer geteilt. Er ist ja dann zur Armee gegangen und war danach anscheinend Jäger, würde ich mal sagen. Hat aber auch hier viele Trophäen gehabt. Vielleicht Schützentrophäen oder vielleicht... Und Fotos hat er halt sehr viele gemacht, wie man sieht. Ne? Also von ihm stammen wahrscheinlich... Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Okay, er ist also damit ganz anders umgegangen, dass sein Bruder so früh gestorben ist, ne? Das heißt, die ganzen Fotos sind vermutlich von ihm. Jasmin, Hallöchen, wie geht's dir? Boah, ist das dunkel hier. Aber ich will es halt auch gar nicht heller machen, weil es halt ja auch so gewollt ist, dass man halt die Sachen nicht richtig sieht. Airline-Ticket. Okay, er wollte irgendwo hinfliegen. Hat schon Sachen gepackt hier. Was ist das? Das sieht aus wie kleine Geldbeutel oder so. Jasmin, ich hoffe, dir geht's gut. Ich würde so gern Licht anmachen. Guck mal, aber sein Zimmer ist... Also natürlich jetzt nicht... Ja doch, eigentlich schon eher ordentlich, ne? Oh, dieser Bär. Oh, das ist nicht so schön. Kriegt man direkt Gänsehaut. Okay, wollen wir mal schauen, was mit ihm passiert ist. Süß. US Marines. Das ist vermutlich dann... Achso, er als Kind wahrscheinlich, ne? Bist meine Unterhaltung fürs Laufband. Das klingt gut. Mir geht's auch gut. Aber es ist, also wir versuchen herauszufinden, worum es hier genau geht. Ich habe ein bisschen Angst. Achso, hier sind Fotos drin. Ich dachte gerade, was für Reprints. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime.
Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly... Okay, Dawn ist der Sohn von Sam. Ja. Und wir waren... Okay. Das heißt, wir spielen anscheinend gerade Dawn, ne? Huch. Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. Ah, nee, doch. Okay, wir sind Sam. Okay, wir wollen ein Foto von Dawn machen. What? Lol, ich bin so dumm. Ihr habt ja gesagt, das ist die Frau, die Mutter. Ah. Ja, Tochter. Ich bin... Ja, es tut mir leid. Ich bin lost. It's too early, Dad. Dawn, guck doch mal bitte. Das ist unsere Mutter. Perfect. Ja, ich bin lost. Es tut mir leid. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Sie hat richtig Bock. Okay, got it. Sie hat richtig Bock. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Hä? Was das kann ich denn hier scharf stellen? Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna... Dad! Good eyes, Dawn. Ich wollte das zu hören, was du sagst. Ach, die Musik. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Aber ich glaube, Sam war ein guter Vater. Let me get behind you. Oder? Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Great shot, Dawn. Oh Gott! Oh. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Hä, was ist denn jetzt? Ach, ich kann laufen. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Ja, ich hab's verkackt. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Boah, das Try ist not ja... to think about it. Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Oh mein Gott, stellt euch mal... Oh, nein, stellt euch das nicht vor. Oh, Scheiße. Ey. Scheiße. Ei. Ja, das bleibt in Erinnerung, aber stellt euch mal, also, das ist ja wirklich ein Foto direkt vorm Tod, das ist ja... Alter.
After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Hä? Ach, da. Okay, das sind die Brüder von unserer Mutter. Wir schauen uns natürlich erst nochmal um. Auch alles versiegelt hier. Ach, guck mal, hier haben sie sich Aufgaben aufgeschrieben. Die Flagge musste um 7:30 Uhr gehisst werden. Um 8 Uhr gibt es Frühstück. Und um 11 Uhr abends ist Ruhe angesagt. Guck mal, hier sind sogar Routinen. Ein bisschen Sport machen, ne? Renne zum Briefkasten und zurück. Be a baby. Ja. Ach, guck, hier war die kleine Sportecke. Ach, wild. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. So. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Okay, sie wurde also gläubig. Jeder ist damit auch ein bisschen anders umgegangen, ne? Wenn die alle gestorben sind. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Boah, das muss heftig sein. Mach das, Lady Pink, vielen Dank. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Süß. Fly to India. Pack. Einen Tag vorher gepackt. Easy. Das ist das ihr Tagebuch, ich will das lesen. Ten ways to teach critical thinking. Okay, hier können wir wieder runterrutschen. Hier hat sie dann auch, mein Gott, wie cool. Da würde ich gern... My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Warum ist das Licht da an? Hier hatte unsere Mutter ihren eigenen kleinen Balkon. Das ist so ganz schön gefährlich hier. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Alter. Von unserer Mutter. Ja, ich halte nochmal fest. Von unserer Mutter ist der Vater gestorben. Gut, über die Mutter wissen wir nichts. Walter ist gestorben. Eigentlich alle sind gestorben. Die beiden Brüder sind gestorben. Der Mann ist gestorben. Und 2 von 3 Kindern sind gestorben. Alter. Die arme Frau. I'm sure Edie was happy to have her back. Hä? And to see kids in the house again. Ach, okay, den Ort kannten wir dann aber anscheinend schon, weil sonst hätten wir hier nicht unser eigenes Beet. Gehe ich mal stark von aus. Okay, also Louis hat tatsächlich richtig was angepflanzt. Bei uns waren es dann wohl eher so verschiedene Pflanzen einfach. Also, keine Kräuter oder sowas. Oh, und unsere Mutter hat richtig viel angepflanzt. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that.
Ich glaube, wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück. Ich glaube, das war tatsächlich der vorgegebene Weg hier. Ich glaube, weil wir müssen ja unten noch lesen, was mit den Brüdern von unserer Schwester passiert ist. Ich dachte nämlich, dass wir da unten weiter müssen, aber anscheinend müssen wir ja später hier weiter. Das heißt, wir düsen nochmal einmal nach unten. Weil hier kommen wir ja eh nicht raus, ne? Ja. Genau, da war das. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an. Gus. Ein Gedicht für Gus. Eieiei. Jasmin, vielen Dank für dein verschenktes Sub an Melli. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Ach, das ist ein... Alter, dieses Spiel ist so cool gemacht, ne? Oh, huch. Ah. Wo muss ich hin? Hä? Okay, jetzt verstehe ich gerade nicht, was ich machen soll. Hä? Also hier ist offensichtlich eine Hochzeit. Ach man, toll. Voll schön. Ach, ich muss wahrscheinlich hier hinfliegen, ne? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now remember. pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Wir brauchen keine Stiefmutter. Also ist Kay die Stiefmutter? Aber wer ist dann die echte Mutter? Okay. Hä, was muss ich jetzt wieder machen? Okay, das ist jetzt von der Steuerung ein bisschen strange. Ah, hier. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Okay, Gus war ein Rebell. Pia, Hallöchen, wie geht's dir? The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Okay. Wo geht die Geschichte weiter? Ach, alle waren im Zelt. Ich komme aber nicht ins Zelt. Ach, da unten. Ach, sorry, habe ich nicht gesehen. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Ach, da ist noch mehr. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder."
Oh oh. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Okay, er ist irgendwie... Hä? Er ist irgendwie am Strand gestorben. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Okay. Hä? Ach, da oben. Ich dachte gerade, es wäre weg. Okay, wie lange hat er gelebt? Bis 77 steht da, ne? Ja, dann hat er relativ lange gelebt. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Und wenn ich anhalte, geht die Musik aus. Ach, bis 17? Ach, nicht 77. 17 stand da. Ich dachte, da steht 77. Oh no, ein Jahr. Okay, das ergibt auch Sinn, warum dann da... Ich kann aber nichts... Ich kann das nur hin und her fahren die ganze Zeit. Ach so, jetzt verstehe ich. Ach, da stand 7... Ah, okay. Ah, das habe ich nicht erkannt. Ja, okay. Gut, dass ihr es gesehen habt. Och, der Arme. Ein Jahr. Over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Alter, lass doch kein einjähriges Kind alleine in der Wanne. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Ach so, ich kann den vorspielen. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Wer gerade erzählt das? Sam, ne? Oder? Weiß das jemand? Ich habe auch ein schlechtes Gefühl. Aber, wer erzählt das? Der Vater Sam, ne? Oder? Whatever it was, he saw. Hast du mal gesehen? Ich komme da nicht hoch. Ah, ich glaube, das Wasser geht... Oh mein Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich komme da nicht höher. Ich glaube, dass ich muss das Wasser da einschalten. Aber ich will das nicht einschalten. Nee, okay. Oh doch. It sure made him happy. Nee, doch nicht. Macht ihn auf jeden Fall glücklich, das, was er sah. Das stimmt wohl. Er ist happy. Das ist das erste Mal, dass jemand hier gerade happy in diesem Spiel ist. Ach, da oben. Silly it sounds. Das ist schon geil. That I worried about a baby being too happy. Also wir sorgen bei... Ja. But I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory.
I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Ja, okay, Sam hat das gesagt und er hat die Frau angerufen. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Ich wusste es. I wish you could have told us about the world he saw. There's so much I don't understand about Gregory, about everything. What happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Warte, was heißt, was stand da gerade? Ist das die Scheidung gewesen? Oder was stand da? Was heißt die, irgendwas mit D. Heißt es Scheidung? Scheidungspapiere, okay. Okay, das war einer der heftigsten bisher, fand ich. Aber die Worte, so schlimm es ist, die Worte waren irgendwie schön. Vikabi Hallöchen. Divorce, ja, okay. Okay, wir können wieder hoch. Es war super schrecklich, aber die Worte meine ich. Okay, wir gehen wieder raus. Ich finde es übrigens lustig, dass alle das Spiel maximal 2 Stunden gespielt haben und wir sind wieder bei 2 Stunden 10. Naja, nicht ganz, aber fast. Was mache ich immer? Warum brauche ich immer so lange? Okay, wir gehen hier rein. And for a while, things were good. Almost normal. Guck mal, danach scheint dann erstmal eine Zeit lang nichts passiert zu sein, ne? Hier haben wir die Multiplikation gelernt. Never stop learning. Very important, Leute. Assume nothing. Very important. Respect criticism. Ja. Ja, das stimmt. Es hielt nicht lange. Ich hab's mir irgendwie schon was gedacht. Ach, guck mal, die haben sogar Vorträge hier über ihren Urgroßvater gehalten. Urgroßvater, ne? Ach, guck mal. Die Mutter hat sogar Bücher veröffentlicht. Jasmin, mach's gut. Und Saskia, du auch. Schön, dass ihr da wart. Aber wo kommt dieser Strom her? Das wüsste ich schon gerne. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle.
Oh, oh, nicht runtergucken. Warte mal, da konnten wir eh nicht rein, ne? Ja, wir können reingucken. Warte! After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Stimmt, Milton ist noch nicht tot. Er ist nur verschwunden. Stimmt, das habe ich vergessen. Und was ist... Warte, und was ist nochmal mit Louis? Haben wir rausgefunden, was mit Louis passiert ist? Nee, auch noch nicht, ne? Nein, haben wir auch noch nicht rausgefunden. Okay, also unsere Brüder beide fehlen noch. Okay, da hätten wir reingekonnt. Aber wir schauen natürlich noch, ob es hier noch was gibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ach, so sah er also aus. Habe ich schon mal gesagt, dass die Musik toll ist in dem Spiel? Wow. Zina macht das. Also wie gesagt, ab morgen oder spätestens übermorgen, aber eigentlich morgen gibt es das Video, den Stream hier auch auf YouTube, da könnt ihr das natürlich auch sehr, sehr gerne dann anschauen. Ey, der war richtig, das sieht voll schön aus hier. Der Raum ist so Hammer. Und die Musik ist so geil. Okay. Milton, was ist mit dir passiert? Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ah. Mann, wie schön. Er ist doch verschwunden und jetzt ist er einfach und in dieser kleinen Geschichte ist er auch verschwunden. 2003. Ich bin gerade so hart verwirrt. Louis ist gestorben, bevor sie das Haus verlassen haben, ne? Ja, okay. Und Milton war der verschwunden ist. Und jetzt? Ach so, wieder runter. Jetzt ist die schöne Musik aus. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Dass sie einmal die Türen versiegelt hat, ne? Ist ja auch interessant. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ja, die Story kann ich jetzt leider nicht mehr wirklich wiedergeben, weil wir jetzt schon sehr weit am Ende sind. Warte mal, von da sind wir gekommen, jetzt geht's hier hoch, ne? Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Warte, was? Wofür jetzt?
After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ist das ein Boot? Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Das Spiel ist heftig, ja. Oh, wo geht's denn hier hin? Ach, da oben würde es noch weitergehen, theoretisch. Vielleicht kommen wir von innen da lang. Ich hoffe, dass wir uns der Lösung nähern. Also wenn uns das Spiel komplett offen stehen lässt, das wird es nicht tun, aber dann kann ich heute nicht schlafen. Ich brauche Antworten, Leute. Ich brauche Antworten. Ist da eine Shisha? Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Das ist ja ein geiler Raum hier. Alter. Stell dir mal vor, ihr habt beim Zocken so eine Aussicht. Und dann dreht ihr euch um und chillt euch hier einfach. Oh mein Gott. Und ein gesunder Ball hier, ne? Auch unser kleines Baby. Das ist ein Brief an unsere Mutter. Okay, wir können daraus... Wir schauen uns jetzt das erst an. Huch. Hä? Nein, ich wollte da nicht lang. Nein, Spiel. Okay, wir schauen uns an. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Oh. Achtung, he kept Leute. working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Merla, Hallöchen. Ich kann nichts machen. Ach so, wahrscheinlich hier. Wander. Oh mein Gott, das ist ja auch so gut gemacht. Ich kann mit der einen Hand mache ich einfach diesen Job und mit der anderen Hand kann ich meine Gedanken jetzt sozusagen steuern. Guck, mein Geist beginnt umherzuschweifen. Oh, ist das gut gemacht. I asked him to describe it. He said he started small. Imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Das ist so gut Then gemacht. something moved. Bats. And toads. And things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then.
daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. So gut gemacht. On the edge of a city he named Lewis-topia. He built the city up slowly, brick by brick. Wie kann man denn so geil diesen, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist so gut gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Also diesen Prozess so gut visuell darstellen. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. Das ist so geil. Ey, Bea, ja, auf jeden Fall. Das ist richtig krass. It became a game for him. Das ist einfach... He'd conquer a city, then immediately push on. Guck mal, wie er sich aufbaut. New Louisville. Wie er erst ein kleiner... Louis. Jetzt baut er sich ein ganzes Land auf. He started drifting away from our reality. Okay, das ist natürlich auch nicht gut, ne? Jetzt zieht er sich wahrscheinlich zu sehr zurück in sein eigenes erschaffenes Land. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Er kam dann nicht mehr zurück aus seiner Welt wahrscheinlich. In Lewisburg, he heard rumors of a... Chat, ganz schnelle Antwort. Was fand er? Einen wunderschönen Prinzen, eine hübsche Königin. Ganz schnell jetzt. Ganz schnell. Okay, ich muss also entscheiden. Wir nehmen links. Beautiful prince. The prince was on his own quest for... Leute, wir sind irgendwie... Das ist alles aus Büchern hier, seht ihr das? Radiant Rainbows. Er liest Bücher. Er ist in seiner Fantasiewelt gefangen. Ja. Nein, ich habe den Regenbogen verpasst. Komm wieder.
He followed the sound of his... Harfe ist schön. Obwohl, ist beides schön. Aber Harfe. silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Ist schön anlegen da. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Hallo. Weg da. Ich will doch was sehen. But he was so proud of having created it. Dass er sie nicht mehr verlassen wollte. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Ja, jetzt nimmt den ganzen Bildschirm ein, richtig. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Er hat den Bezug zur Realität verloren. Haserlöchen. My imagination is as real as my body, he told me. Das ist ein Märchenbuch, eine meiner liebsten Geschichten sogar. Wirklich? It was hard to argue with him. Oh, ich glaube, er will jetzt nicht mehr. Unser Spind. He began to forget the world we know. Boah, ist das schrecklich. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ach, das ist er. Schaut mal, oder? Oder? Ah, nee. Stimmt nicht. He began to despise the man with a royal contempt. Gott, ist das schrecklich. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Man muss es fühlen. Including the wise Calico who'd insisted on advising me. Oh, ist laut gerade, ne? His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do.
rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Es wird jedes Mal heftiger, ne? Alter. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Ja, wahrscheinlich hat sie es da einfach nicht mehr ausgehalten, ne? Verständlicherweise, ganz ehrlich. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Naja, sie hat halt so versucht zu beschützen, das, was sie noch hat, ne? I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. Guck mal, sogar solche Erinnerungen hat sie zurückgelassen. Hier sind ihre Bücher. Das ist von ihrem Mann, also von unserem Vater. Ich finde das so geil, das Haus. What happened that night had been coming for a long time. Guck mal, je näher wir ans Rätsel, an des Rätsels Lösung kommen, desto höher gehen wir irgendwie, ne? Maybe it should have come sooner. Ach, wir haben ganz oben gewohnt. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst. Wir krabbeln. Ach so, weil wir... Aber wir waren doch 17, oder nicht? Hä, das sind die Figuren, die bei unserem Bruder waren. Jetzt gerade eben. Da ist das Boot von dem Bruder. Hier sind... Das ist unser Bruder. Schaut mal. Und das ist hier unser Vorfahre mit dem... der Kelvin. Und das ist von Molly. Und das ist das Haus.
Okay, wir trauen uns. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Sophie, mach's gut. Schön, dass du da warst. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Ich traue mich gar nicht mehr weiterzugehen. Erstens, weil ich nicht will, dass dieses Spiel aufhört. Und zweitens, weil ich irgendwie Angst vor dem Ende habe. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Ach, da können wir gar nicht rein, okay. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Wir sind einfach nur noch 3. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. Ein Frosch. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Okay, das kann ich nicht lesen. Milton Lewis. The House. Odin, The Night You're Born, Böll? Oh, Englisch will ich nicht. History of the Finches bei Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ich habe so hart Gänsehaut, ne? Alter. Junge. Okay, das Wasser ist zurückgegangen. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. Oh nein. I got turned around. Oh. For a while, I wandered. Wie einfach auch jede Stimme so I einzigartig started ist. seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Nein! It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go! Nein. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Für das Kind. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way.
This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Was will uns das Spiel jetzt sagen? Ich fand's auch richtig, richtig, richtig cool, das Spiel. Und wisst ihr, was ich tatsächlich jetzt gerne machen würde? Das Spiel nochmal spielen. Also, wir haben dieses Buch, was wir gelesen haben, hat unsere Mutter geschrieben. Die ja dann offensichtlich... Sie ist ja, als sie dieses Buch geschrieben hat, ist sie ja zu dem Haus gefahren, um festzustellen oder um zu verstehen, versuchen zu verstehen, was mit ihrer Familie passiert ist. Und dann hat sie das aber aufgeschrieben, weil sie sich dann offensichtlich nicht mehr so sicher war, ob sie denn lange leben wird, weil das in ihrer Familie schon immer so passiert ist. Und deswegen hat sie das für ihr Kind aufgeschrieben, aber nee, ich habe auch noch viele Fragen, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen alle nochmal tief in uns gehen und nochmal überlegen, was das Spiel uns damit sagen wollte. Weil, ich sag euch eins, dieses Spiel hat definitiv noch eine deepere Aussage, die zumindest ich jetzt noch nicht verstanden habe, weil so viel Mühe oder so viel Wert, wie das Spiel auf Details legt, hat das auf jeden Fall noch irgendwas zu sagen. Das ist voll der süße Abspann, ehrlich gesagt. Ich finde das voll cool, aber schaut mal. Das ist schon ein größeres Team gewesen, was damit gearbeitet hat, ne? Aber ich finde es so lustig, dass wir einfach 2 Stunden, über 2 Stunden und 45 Minuten gebraucht haben. Und warum waren da so viele Bücher? Warum waren da so viele Bücher? Vielleicht war die Message, dass man die Zeit genießen soll im Leben, auch wenn sie kurz sein kann. Das habe ich auch gedacht, ja. Das auf jeden Fall.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war großartig. Richtig, richtig tolles Spiel. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.